Beginnen wollen wir aber unsere Sendung mit einer ganz besonderen Musikerin, eine der kreativsten, die ich persönlich so kenne. Es ist Sarah Willis, die Hornistin der Berliner Philharmoniker. Sie ist ständig unterwegs und sucht neue Dinge. Immer wieder, wenn ich mit ihr telefoniere, sagt sie: Martin, ich bin gerade in Südafrika, ich bin in Kuba, ich bin in Venezuela, ich bin in Asien. Dann sage ich: Sarah, was machst du dort? Ja, ich entdecke neue Musik, neue Musikerin, ich mache meine Horn-Hangouts. Und dann denke ich mir immer, unglaublich, wie viel Energie in dieser Frau steckt. Ihr neuestes Baby ist ein ganz besonderes, nämlich Mozart im Mambo aus Kuba. Dort hat sie das Mozart-Hornkonzert aufgenommen mit kubanischen Musikern, dazu auch noch ein paar kubanische Lieder. Und wir haben sie getroffen, denn in dieses grandiose Projekt schauen wir jetzt gleich rein. Ich war bestimmt schon 6-mal auf Kuba. Und jetzt mit diesem verrückten Projekt Mozart im Mambo musste ich wirklich ein paar Mal schon einfach zum Vorbereiten hin, weil telefonisch und per E-Mail kann man wirklich nichts organisieren. Man muss schon vor Ort sein auf Kuba. Welcome to Havana. We are here for a crazy but wonderful project called Mozart y Mambo. Beim ersten Mal, wo ich auf Kuba war, das war wirklich love at first sight, wie man sagt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Musiker, die haben aber teilweise so schlechte Instrumente. Ich weiß noch, beim ersten Masterclass lag das Horn von einer Hornistin, eine kubanische Hornistin, da dachte ich: Hier, ich zeig dir mal, habe das Horn genommen und die Hälfte, es ist ein Doppelhorn, also das eine Hälfte ist dann geblieben auf den und die andere Hälfte kam weg in meine Hand. Ich war so schockiert. Ich sagte: Es tut mir leid. Sie sagt: Macht doch nichts. Hat ihr Haargummi genommen, hat es wieder zusammengebunden und ich habe wirklich an dem Tag gedacht: Hier muss ich wirklich was tun, weil es geht nicht, dass sie mit so schlechte Instrumente spielen. Dieses Projekt war nicht nur eine Aufnahme, sondern ich hoffe, dass wir damit ein bisschen Geld für die kubanischen Instrumente sammeln können. Dieses Orchester, mit dem ich dieses Album aufgenommen habe, das Havana Lyceum Orchester, die sind junge Musiker aus Kuba, die haben alle zusammen studiert, die spielen seit 10 Jahren in diesem Orchester zusammen. Als ich die zum ersten Mal gehört habe, war ich wirklich überrascht, wie toll kubanische Musiker klassische Musik spielen. Aber du spielst es ganz schön flott, also ganz schön. Ja, wir hatten auch Diskussionen. Es war Über nicht, das Tempo? Ja, es war nicht nur meine Ideen, also über die kubanischen Stücke hatten die ihre eigenen Ideen. Aber jetzt zu der Mozart? Aber zu der Mozart, zum Beispiel der zweite Satz, spielen wir ganz schön flott auf der Aufnahme. So kennt man das noch nicht. Und der Pepe Mendes, der Dirigent, meinte: Sarah, das ist eine Romanze. Du spielst es viel zu langsam. Romanzen sind nicht so langsam auf Kuba. Und dann sagt er auch, es ist in ein fast ein Zweivierteltakt. Und das war einfach zu langsam. Und dann haben wir lange diskutiert und jetzt habe ich das in den kubanischen Ja, nee, ich habe so wie Sie, die das wollten, gespielt. Und ich finde es auch schön.
Wenn man einen Kubaner sieht beim Musikmachen, ist es nicht nur auch Instrumentalist, die spielen nicht nur, die machen einfach diese Bewegungen mit. Im Orchester, wenn die Takte zählen, die zählen nicht nur 1, 2, 3, 4, sondern so richtig so, die machen mit den Schultern. Und ich musste lernen, nicht so steif zu sein, nicht so zu stehen und zu spielen, so wirklich mit der Musik mitgehen. Und das fand ich wirklich schwer, weil wir sind als klassische Musiker sehr kontrolliert. Wir haben unsere Noten, wir müssen perfekt spielen, vor allem als Hornisten. Wir haben die Potenzial, ein Konzert zu ruinieren, wenn wir falsche Töne spielen. Gekiekst. Und das geht bei uns natürlich nicht. Und auch in unserer Digital Concert Hall. Also man muss perfekt sein. Auf Kuba, ich wollte Perfektion natürlich, aber die Kubaner haben gesagt, mit der kubanischen Musik ist es unmöglich, perfekt zu sein, weil es ist jedes Mal anders. Und wenn ich einen falschen Ton spiele, dann macht nichts, dann gehört das dazu. Das finde ich schwierig. Ich wollte natürlich die perfekten Töne treffen. Aber in der kubanischen Musik muss ich sagen, da muss ich loslassen. Und muss ich mit diesem wunderbaren Orchester und dieser Liebe und Lust für Musik, was sie haben, einfach mitgehen. Diese Szene in dem Film, wo die Jungs eine kleine Nachtmusik spielen und zeigen, wie es Cha-Cha-Cha, Bolero, man kann Mambo, man kann alles Mögliche damit machen. Und die Kubaner sind so schnell und so musikalisch, man muss einfach sagen Cha-Cha und dann wissen sie, welches Tempo und wie das dann geht. Und man kann einfach ein Thema drüber singen. Man kann es sofort ändern, indem man das Schlagzeug, Rhythmusgefühl ändert. Ja, vamos a probar un bolero ahí. Vaya. 1, 2, bam, bam, birerororara, boriroraroro, birerororara. ¿Puede ser? En cha-cha-cha. En cha-cha-cha. 1, 2, pa, drr, bam, bam, birerororara, boriroraroro, birero, ba, ba, baraboro, ba, ba, birerorara, ba, bararara. Kubanisches Schlagzeug ist ein bisschen wie ein Puzzle. Das ist nicht nur Congas und nur Bongos. Es ist alles zusammen. Das ist wirklich, man hört nicht, man hört. Und wenn man diese Rhythmen dann zusammenhört, man kann eigentlich jede Melodie drauf singen. Und eine kleine Nachtmusik hat tatsächlich gepasst. Es gibt auch ein Stück, wo ich mich gewagt habe, in dem Kadenz noch ein bisschen Mambo zu spielen. Cool. Und das hat die Hornwelt jetzt gehört. Ich war sehr gespannt auf die Resonanz. Sind die dann sehr streng? Die finden es wunderbar. Aber die finden dich sowieso wunderbar. Nur ich kann mir vorstellen, wenn du demnächst im Orchester sitzt und auch so mitzählst, dass die Kollegen ein bisschen nervös werden. Ich muss versuchen, im Orchester nicht meine kubanische Bewegungen mit reinzubringen, aber für meine Kollegen in der Horngruppe bei der Berliner Philharmoniker, die haben sehr viel mitgemacht. Ich habe Monate vorher schon ganz viel geübt in unser Hornzimmer in der Philharmonie und komische Mambo-Rhythmen und so. Alles, was die Kubaner einfach aus den Fingern zaubern. Aber ich musste es wirklich lernen. Und die kamen immer ein, was spielst du denn da? Und jetzt wissen die es. Ja.
bin keine Solistin, ich spiele im Orchester, ich spiele in der Gruppe. Ich bin nicht diejenige, die die Soli spielen muss. Und hier habe ich mich getraut, da vorne hinzustellen. Das ist nicht mein Lieblingsplatz. Ich spiele lieber hinten. Und ich habe mich getraut, da vorne hinzustellen. Und da war ich ganz schön nervös. Und ich muss sagen, während des Konzerts und auch in der Aufnahme, ich habe das Gefühl, dass meine Musiker haben mich nur so von hinten so gestreichelt und haben gesagt, ist okay, Sarah, wir sind bei dir. Und dann habe ich immer wieder nach hinten geguckt. Und also ich muss sagen, ich liebe dieses Orchester. Sie sind Mi Familia Cubana. Verliebt in diese Musiker, mit der ich zusammenarbeite. Man merkt es, man sieht es in den Bildern, man hört es hoffentlich in der Musik. Das war nicht ich, das waren wir. Cooler Film, coole CD, cooles Projekt. Bravo, Sarah. Fantastisch, wie du das wieder gemacht hast.